Lektion 1: Strandurlaub. Du siehst nach deiner Arbeit diese Woche sehr müde aus. Ich fühle mich tatsächlich sehr erschöpft und gestresst. Ich bin mir nicht sicher, wie ich Ihnen helfen kann, sich zu entspannen. Ich muss für ein paar Tage verreisen. Na klar, wie wär's mit einem Strandurlaub am Wochenende? Der Anblick des Meeres ist immer erfrischend und entspannend. Wir können ein ruhiges Haus in der Nähe des Ufers finden. Das Rauschen der Wellen hilft mir, besser zu schlafen. Ich werde nach einem Ort mit weißem Sand suchen. Können wir auch morgens schwimmen gehen? Ja, das Wasser ist zu dieser Zeit sehr warm. Ich werde meinen Badeanzug und ein paar leichte Bücher einpacken. Ich werde Sonnencreme und einen großen Sonnenschirm mitbringen. Ich hoffe, das Wetter bleibt sonnig und klar. Laut Wettervorhersage wird es ein perfektes Wochenende. Mir geht es schon viel besser, wenn ich nur daran denke. Eine kurze Auszeit wird Ihre Stimmung und Energie verbessern. Vielen Dank für diesen wunderbaren Planvorschlag, John. Gerne helfe ich Ihnen dabei, etwas Ruhe zu finden. Lektion 2: Das edle Opfer. Das war ein sehr emotionales Ende der Geschichte. Ich denke noch über die letzten beiden Kapitel nach. Die Hauptfigur war sehr mutig und sehr selbstlos. Ich war tief bewegt von dem Ausmaß der erbrachten Opfer. Es wurde von einer Person zum Nutzen anderer geschaffen. Glaubst du, er hat die richtige Entscheidung getroffen, John? Es war eine sehr schwierige und sehr umstrittene Entscheidung. Er rettete seine gesamte Familie, verlor dabei aber sein eigenes Leben. Das ist der ultimative Liebesbeweis und Ausdruck höchster Hingabe. Der Autor hat die Szene mit großer Detailgenauigkeit und Schönheit beschrieben. Es regt den Leser dazu an, seine eigenen persönlichen Werte zu hinterfragen. Ich weiß nicht, ob ich so mutig sein könnte. Oft finden wir Kraft darin, jemanden innig zu lieben. Die Themen des Buches sind sehr düster, aber wichtig. Die Literatur hilft uns, diese komplexen menschlichen Emotionen zu erforschen. Ich möchte weitere Bücher desselben Autors lesen. Ich werde in der Bibliothek nach seinem nächsten Roman suchen. Wir können das bei unserem nächsten Clubtreffen besprechen. Ich freue mich darauf, wieder von dir zu hören, Anna. Lektion 3: Die Kackliste. Wir brechen morgen früh in die Berge auf. Ich freue mich sehr darauf, die hohen Gipfel zu sehen. Super, wir sollten eine Liste mit allen Dingen erstellen. Wir müssen alles mitbringen, was auf unserer Liste steht. Hast du deine schweren Wanderschuhe schon bereit, Anna? Ja, ich habe sie heute gereinigt und die Schnürsenkel überprüft. Wir dürfen den Erste-Hilfe-Kasten aus Sicherheitsgründen nicht vergessen. Ich habe außerdem eine Karte und einen funktionierenden Kompass eingepackt. Ich werde das Zelt und die Schlafsäcke tragen. Ich nehme das Essen und die Wasserflaschen mit. Wir benötigen ausreichend Wasser für mindestens 2 volle Tage. Ich werde uns auch ein paar energiereiche Snacks einpacken. Haben wir eine Taschenlampe mit 9 Batterien? Ich habe hier in der Seitentasche 2 Taschenlampen verstaut. Ich werde heute Abend ein letztes Mal den Wetterbericht prüfen. Ich hoffe, wir haben eine sichere und schöne Reise.
Die Vorbereitung ist der wichtigste Teil jeder Wanderung. Ich stimme zu, dass Organisation uns Selbstvertrauen gibt. Ich treffe dich um 5 Uhr am Auto. Lektion 4: Investoren ansprechen. Wir benötigen mehr Kapital, um unser neues Unternehmen auszubauen. Wir müssen bei unseren Finanzdaten absolut ehrlich sein. Absolut, Transparenz ist für eine gesunde Geschäftsbeziehung unerlässlich. Wie viele Investoren sollten wir diesen Monat ansprechen, John? Ich denke, wir sollten mindestens 5 verschiedene Firmen kontaktieren. Wir müssen eine sehr professionelle und klare Präsentation vorbereiten. Ich werde mich auf die technischen Details unseres Produkts konzentrieren. Ich werde die Markttrends und unser Wachstum erläutern. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir ein starkes Team sind. Investoren suchen nach engagierten und ehrlichen Menschen. Wir sollten jede Frage mit einer Tatsachenaussage beantworten. Es ist besser zuzugeben, wenn man etwas nicht weiß. Ich werde meine Rede vor einem Spiegel üben. Ich werde unsere Präsentation auf kleinere Fehler überprüfen. Dies ist eine sehr große Chance für unsere Zukunft. Ich glaube an unsere Vision und unsere harte Arbeit. Wir werden am Dienstag zum Treffen bereit sein. Ich bin nervös, aber auch sehr bereit dafür. Ich werde Ihnen jetzt die endgültigen Dokumente ausdrucken. Lektion 5: Griechische Redewendungen. Ich freue mich sehr darauf, die antiken Ruinen zu besuchen. Griechenland ist ein Land mit einer sehr reichen Geschichte. Müssen wir irgendwelche griechischen Ausdrücke lernen, Anna? Es würde nicht schaden, einige Grundwörter zu kennen. Ich möchte grundlegende Begrüßungen und höfliche Ausdrücke lernen. Du solltest lernen, wie man Hallo und Danke sagt. Ist es schwierig, die verschiedenen griechischen Alphabete zu lesen? Es ist etwas anders, aber sehr interessant. Ich werde täglich mit einer mobilen App üben. Das ist eine sehr effiziente Methode, eine Sprache zu lernen. Ich möchte Essen auf Griechisch bestellen können. Die Einheimischen werden deine aufrichtige Bemühung zu schätzen wissen, John. Es zeugt von Respekt vor ihrer Kultur und ihrer Heimat. Die meisten Menschen in Atten sprechen auch sehr gut Englisch. Ich möchte trotzdem mein Bestes geben, Griechisch zu sprechen. Ich werde an ihren täglichen Übungseinheiten teilnehmen. Wir können uns in der Mittagspause gegenseitig abfragen. Das klingt nach einem tollen und sehr hilfreichen Plan. Ich lade jetzt die Sprachlektion für uns herunter. Lektion 6: Reservierung bestätigen. Ich rufe an, um meine Reisepläne abzuschließen. Stellen Sie sicher, dass Sie ihnen die korrekten persönlichen Daten mitteilen. Ich habe alle meine Daten, um die Reservierung zu bestätigen. Was brauchen Sie als erstes, John? Mein Name ist John Smith und Sie können mich erreichen. Geben Sie ihnen Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse. Ich gebe Ihnen jetzt die Kreditkartennummer. Bitten Sie sie, Ihnen umgehend eine Bestätigungs-E-Mail zu senden, John. Ich möchte sicher gehen, dass die Daten genau stimmen. Wir bleiben vom 10. bis zum 15. Der Agent sagt, das Zimmer sei nun für uns reserviert.
Sind Frühstück und Steuern im Preis inbegriffen? Ja, der Preis beinhaltet alles für den Aufenthalt. Das ist ein sehr gutes Angebot für genau dieses Hotel. Ich werde die Bestätigungsnummer auf diesem Zettel notieren. Stecke den Zettel in deine Brieftasche, damit wir ihn nicht verlieren. Ich werde auch eine digitale Kopie auf meinem Handy speichern. Nun können wir anfangen, über unsere täglichen Aktivitäten nachzudenken. Ich bin froh, dass der Buchungsprozess endlich abgeschlossen ist. Lektion 7. Starke Zähne. Mein Zahnarzttermin für heute ist beendet. Hat der Zahnarzt irgendwelche Probleme mit Ihren Zähnen festgestellt? Er hatte einen kleinen Spiegel, in den er immer hineinschaute. Dieses Hilfsmittel hilft ihm, den hinteren Teil Ihres Mundes zu sehen. Er sagte, ich hätte gute und starke Zähne. Das liegt daran, dass Sie jeden Tag Zähne putzen und Zahnseide benutzen. Er reinigte auch meine Zähne mit einem speziellen Instrument. Meine Zähne fühlen sich nach der Zahnreinigung immer sehr glatt an. Ich muss in 6 Monaten zu einer weiteren Kontrolluntersuchung wiederkommen. Es ist wichtig, deine Mundgesundheit zu erhalten, John. Er warnte mich davor, zu viele Süßigkeiten zu essen. Zucker ist sehr schädlich für den Zahnschmelz. Ich werde versuchen, mehr Wasser anstatt Limonade zu trinken. Das ist eine sehr gesunde Wahl für Ihren gesamten Körper. Haben Sie bereits einen Termin für nächste Woche gebucht? Ja, ich werde am Mittwochnachmittag zum Zahnarzt gehen. Ich hoffe, Ihre Untersuchung verläuft genauso gut wie meine. Ich werde auch weiterhin gut auf mein Lächeln achten. Ich warte jetzt im Auto auf dich. Lektion 8. Lieblingslieder. Charlotte ist eine sehr talentierte Sängerin in unserem Chor. Wir müssen Lieder auswählen, die sie sehr gut kennt. Es waren Lieder, die Charlotte bereits kannte und mochte. Welche konkreten Lieder haben Sie für den Auftritt ausgewählt? Dazu gehörten heute Pi Jesu und das Vaterunser. Das sind sehr schöne und sehr traditionelle Musikstücke. Wir haben außerdem Jerusalem und Danny Boy zur Liste hinzugefügt. Danny Boy ist für viele Menschen ein sehr emotionales Lied. Es wird das letzte Lied unseres Abendkonzerts sein. Ich bin mir sicher, dass das Publikum ihre Stimme lieben wird. Wir müssen die Harmonie mit dem Rest des Chors üben. Das Training beginnt am Donnerstagabend um 19 Uhr. Ich werde die Noten für alle Mitglieder ausdrucken. Achten Sie darauf, dass die Schriftart groß genug ist, um gut lesbar zu sein. Ich werde einen sehr klaren und prägnanten Stil verwenden. Ich freue mich schon darauf, die ganze Gruppe zusammen singen zu hören. Es wird ein sehr bewegendes und erfolgreiches Ereignis werden, Anna. Wir haben sehr hart gearbeitet, um uns auf diesen Tag vorzubereiten. Wir sehen uns heute Abend im Probenraum. Lektion 9. Mexikanische Geschichte. In dieser Unterrichtseinheit beschäftigen wir uns mit der Geschichte Mexikos. Es gab viele Kriege und viele Führungswechsel. Der Kampf um die Kontrolle über Mexiko dauerte unterdessen jahrelang an. Es war im Jahr 1833 von jemandem gewonnen worden. Gewonnen hat es ein Mann namens Santa Anna. Er war damals eine sehr mächtige und sehr umstrittene Persönlichkeit.
Später spielte er eine bedeutende Rolle in der Texanischen Revolution. Die Geschichte wird oft von diesen starken Persönlichkeiten geprägt. Wir müssen uns heute mit den Auswirkungen seiner Politik auseinandersetzen. Es gab viele unterschiedliche Meinungen über seine lange Herrschaft. Wir sollten sowohl mexikanische als auch amerikanische historische Quellen heranziehen. Das ist der beste Weg, um sich ein ausgewogenes Bild zu verschaffen. Ich werde einige Artikel in der digitalen Bibliothek der Universität suchen. Ich werde mir Notizen zu den wichtigsten Daten und Ereignissen machen. Vergessen Sie nicht, die Schlacht vor Alamo zu erwähnen. Das ist ein sehr bekannter Teil dieser historischen Epoche. Wir werden unsere Ergebnisse am Montagmorgen im Unterricht besprechen. Ich hoffe, wir können die Fakten ganz klar darlegen. Ich bin sicher, wir werden eine großartige Präsentation halten. Lektion 10. Unsicherheitsgefühle. Manchmal denke ich, dass sich die Leute zu sehr auf ihr Aussehen konzentrieren. Soziale Medien verleiten uns dazu, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. Machst du dir jemals Sorgen um dein Aussehen, Anna? Ja, manchmal fühle ich mich unsicher wegen meines Aussehens. Jeder hat Momente, in denen er sich nicht selbstsicher fühlt. Das ist schwer, wenn man jeden Tag perfekte Fotos sieht. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Fotos oft bearbeitet sind. Das ist ein sehr richtiger und sehr wichtiger Punkt, John. Wahre Schönheit kommt von deinem Charakter und deinen Taten. Ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, ein freundlicher und kluger Mensch zu sein. Du solltest stolz darauf sein, wer du im Inneren bist. Vielen Dank für Ihre freundlichen und aufmunternden Worte. Wir sollten weniger Zeit damit verbringen, auf unsere Handybildschirme zu schauen. Ich stimme zu, dass wir in der realen Welt leben sollten. Du siehst genau so, wie du heute bist, großartig aus. Mir geht es viel besser, nachdem ich mit dir darüber gesprochen habe. Ich werde immer da sein, um dich an deinen Wert zu erinnern. Meistens sind wir unsere eigenen größten Kritiker. Ich werde mich auf meine Gesundheit konzentrieren, anstatt auf meinen Speedy. Lektion 11. Backatastrophe. Ich habe gehört, dass du gestern ein neues Rezept ausprobiert hast. Ich wollte etwas Besonderes für meine Mutter backen. Wie ist dir das Backen ergangen, Anna? Das war definitiv erst das letzte Mal, als ich versucht habe, einen großen Kuchen zu backen. Hat es so gut geschmeckt, wie es im Buch aussah? Nein, es entpuppte sich als totales Desaster. Was geschah mit dem Kuchen während des Backens? Ich habe vergessen, das Backpulver zum Mehl hinzuzufügen. Der Kuchen ist also nicht aufgegangen und blieb ganz flach. Es war hart wie Stein und sehr trocken. Auch den besten Köchen unterlaufen Fehler in der Küche. Ich kam mir sehr dumm vor, so einen simplen Fehler gemacht zu haben. Sie können es dieses Wochenende mit mehr Vorsicht noch einmal versuchen. Ich werde die Anleitung dreimal durchlesen, bevor ich beginne. Ich helfe dir nächstes Mal beim Abmessen der Zutaten, Anna. Das wäre sehr hilfreich und würde auch mehr Spaß machen. Wir können am Samstag zusammen einen Schokoladenkuchen backen. Ich hoffe, diese hier wird weich und sehr süß sein. Ich werde dafür sorgen, dass wir das Pulver nicht vergessen. Lektion 12. Barrierefreie Räume. Vielen Dank für Ihren Anruf in unserem Hotel. Wie kann ich Ihnen helfen?
Ich benötige ein Zimmer für meinen Großvater, der auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Ja, wir haben barrierefreie Zimmer mit breiteren Türen. Das ist sehr gut, denn er braucht viel Platz. Zur Sicherheit haben wir im Badezimmer auch Haltegriffe angebracht. Ist die Dusche ebenerdig und somit leicht zugänglich? Ja, es handelt sich um eine ebenerdige Dusche mit Sitzgelegenheit. Ist der Hoteleingang für ihn auch leicht zu benutzen? Wir haben eine Rampe und auch sehr große automatische Türen. Er wird sich in Ihrem Hotel sehr wohl und sicher fühlen. Unsere Mitarbeiter sind außerdem darin geschult, Gästen bei Bedarf behilflich zu sein. Ich werde das Zimmer für die erste Maiwoche buchen. Ich werde seine konkreten Anforderungen jetzt notieren. Gibt es einen Aufzug in der Nähe des barrierefreien Zimmers? Das Zimmer befindet sich direkt neben dem Hauptaufzug. Vielen Dank für diesen hilfreichen und umfassenden Service. Wir möchten, dass sich jeder Gast bei uns rundum wohlfühlt. Ich werde die Anzahlung heute über die Website überweisen. Ich freue mich darauf, Ihren Großvater in unserem Hotel begrüßen zu dürfen. Lektion 13. Realistische Ziele. Ich möchte eines Tages Präsident des Unternehmens werden. Es ist gut, große Träume für seine Karriere zu haben. Ich plane, jeden einzelnen Tag 12 Stunden zu arbeiten. Es ist wichtig, Ehrgeiz mit realistischen Zielen in Einklang zu bringen. Ich möchte überhaupt keine Zeit verschwenden. Du könntest sehr müde werden, wenn du dich nicht ausruhst. Erfolg erfordert viel persönliches Opfer und harte Arbeit. Aber du musst dich auch um deine Gesundheit und deine Familie kümmern. Ich werde mir für jeden Monat des Jahres kleine Ziele setzen. Das ist ein wesentlich besserer Weg, um ihr großes Ziel zu erreichen. Ich möchte neue, gefragte Fähigkeiten erlernen. Sie sollten einen Kurs in Führungskompetenz und Rhetorik belegen. Ich werde nach einem Kurs suchen, der nächsten Monat beginnt. Ich bin stolz auf deinen Ehrgeiz und deinen starken Willen. Ich werde immer mein Bestes geben, eine gute Führungskraft zu sein. Vergiss nicht, ab und zu eine Pause einzulegen. Ich werde deinen Rat befolgen und die Balance bewahren, Anna. Ein glückliches Leben ist der wichtigste Erfolg. Ich werde meinen neuen Plan heute Abend aufschreiben. Lektion 14. Aktivitäten im Ferienresort. Ich habe ein wunderschönes Resort in den grünen Bergen gefunden. Perfekt, lass uns über die Aktivitäten während unseres Aufenthalts sprechen. Was kann ich dort unternehmen, wenn ich gerne im Freien bin? Man kann auf den Wanderwegen wandern gehen oder angeln. Gibt es hier eine Möglichkeit, ein Fahrrad zu mieten? Ja, das Resort verfügt über viele Mountain-Bikes für die Gäste. Ich möchte den Sonnenuntergang vom höchsten Gipfel aus sehen. Es gibt eine Seilbahn, die sie bis zum Gipfel bringt. Das klingt nach einem sehr entspannenden und schönen Erlebnis. Sie können das Spa auch für eine professionelle Massage besuchen. Ich glaube, ich werde das Freibad vorziehen. Der Pool ist beheizt, sodass man auch nachts schwimmen kann. Gibt es in dem nahegelegenen Bergdorf gute Restaurants? Es gibt 3 kleine Cafés, die regionale Biogerichte servieren. Ich bin sehr bereit, dem hektischen Stadtleben zu entfliehen.
Die Natur wird uns helfen, uns wieder frisch und jung zu fühlen. Ich werde jetzt die Tickets für die Seilbahn buchen. Ich werde meine Wanderschuhe und meine warme Jacke einpacken. Ich freue mich darauf, unseren Urlaub in den Bergen zu beginnen. Lektion 15. Atemberaubende Strände. Ich habe einen Ort mit dem schönsten blauen Wasser gefunden. Traumhafte Strände klingen fantastisch, aber in welchem Land? Es handelt sich um eine kleine Insel im Mittelmeer, Anna. Es ist für einen zweiwöchigen Aufenthalt ein sehr teurer Ort. Nein, das Essen und die Hotels vor Ort sind sehr günstig. Wie gelangen wir vom Festland zur Insel? Wir müssen von der Großstadt aus eine Fähre nehmen. Ich hoffe, die Bootsfahrt wird nicht zu lang oder zu unruhig. Es dauert nur eine Stunde und die Aussicht ist großartig. Ich möchte den ganzen Tag auf dem warmen Sand liegen. Wir können auch schnorcheln gehen, um die tropischen Fische zu sehen. Ich habe bis heute noch nie ein echtes Korallenriff gesehen. Das Wasser ist so klar, dass man den Grund sehen kann. Ich werde mir für unseren Inselurlaub einen neuen Badeanzug kaufen. Ich werde die Termine für die günstigsten Fährtickets prüfen. Wir sollten vor Beginn der Regenzeit im Herbst fahren. Ich werde alles planen, damit wir uns einfach gemeinsam entspannen können. Sie sind ein sehr guter und sehr umsichtiger Reiseplaner. Ich zeige Ihnen jetzt einige Fotos von der Insel. Lektion 16. Praktisches Fitnessstudio. Ich habe mich gegen eine Mitgliedschaft im großen Fitnessstudio der Stadt entschieden. Warum hast du dich für die kleinere Variante entschieden? Ich gehe normalerweise in die Filiale, die meinem Haus am nächsten liegt. Es ist praktisch, dass man dorthin zu Fuß gehen kann, John. Das spart mir morgens viel Zeit. Ist dort die gesamte Ausrüstung vorhanden, die Sie benötigen? Sie haben genügend Gewichte und auch ein paar Laufbänder. Es ist in den frühen Morgenstunden sehr voll. Nein, vor 8 Uhr ist es heute normalerweise sehr ruhig. Ich sollte mich in einem Fitnessstudio in der Nähe meines Büros anmelden. Das würde es Ihnen erleichtern, aktiv zu bleiben. Nach der Arbeit bin ich oft zu müde zum Autofahren. Wenn das Fitnessstudio in der Nähe ist, gibt es keine Ausreden mehr. Das ist ein sehr wahrer und sehr motivierender Gedanke, John. Wir könnten sogar am Freitag nach der Arbeit zusammen etwas unternehmen. Ich werde mich morgen anmelden. Ich zeige Ihnen die besten Geräte für Ihr Trainingsprogramm. Vielen Dank, dass Sie mir geholfen haben, eine gesunde Gewohnheit zu entwickeln. Wir sehen uns am Freitagnachmittag im Fitnessstudio. Lektion 17. Nationalpark. Das Wetter ist heute sehr schön und sehr sonnig, Anna. Ich möchte nicht den ganzen Tag im Haus bleiben. Wie wäre es, wenn du für eine Weile einen nahegelegenen Nationalpark erkundest? Das könnte eine willkommene Abwechslung zu den lauten Straßen der Stadt sein. Wir können die alten Bäume und den großen See sehen. Gibt es einen Ort, wo wir picknicken können? Ja, es gibt viele Tische in der Nähe des Wassers für Familien. Ich werde ein paar Sandwiches zubereiten und etwas kaltes Obst mitbringen. Ich werde das Fernglas mitbringen, um die Wildvögel zu beobachten. Vielleicht sehen wir sogar ein paar Rehe im hohen Gras. Für die Wanderung sollten wir unsere bequemsten Wanderschuhe tragen.
Wie lange dauerte es, um den ganzen See zu umrunden? Wenn wir sehr langsam gehen, dauert es etwa 2 Stunden. Ich freue mich darauf, frische und saubere Weihluft zu atmen. Es ist die beste Art, sich vor der Arbeitswoche zu entspannen. Ich hole den Picknickkorb aus der Küche. Ich werde auf der Karte nachsehen, um den besten Eingang zu finden. Ich bin sehr froh, dass Sie diesen Ausflug in die Natur vorgeschlagen haben. Ich starte den Wagen und warte auf dich, Anna. Lektion 18. Klare Kommunikation. Ihr Treffen mit dem Vorstand findet morgen Vormittag statt. Ich bin ziemlich nervös, vor Ihnen zu sprechen. Konzentriere dich auf Fakten und Zahlen und sorge für klare Kommunikation, Anna. Sollte ich viele Details in meine Folien aufnehmen? Nein, die Informationen sollten einfach und leicht verständlich sein. Ich werde große Diagramme verwenden, um unser jüngstes Wachstum zu veranschaulichen. Das ist eine sehr gute Methode, Ihre Aufmerksamkeit zu fesseln. Was soll ich tun, wenn Sie eine schwierige Frage stellen? Bleiben Sie ganz ruhig und antworten Sie mit ruhiger Stimme. Ich werde meine Rede heute Abend noch einmal üben, John. Sie sollten ihnen beim Sprechen auch in die Augen schauen. Augenkontakt zeigt, dass ich selbstbewusst und sehr ehrlich bin. Du hast das ganze Jahr über sehr hart an diesem Projekt gearbeitet. Ich möchte, dass Sie den Wert unseres gesamten Teams erkennen. Ich bin mir sicher, dass sie sehr beeindruckt von Ihnen sein werden. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihre professionelle Beratung heute. Du bist die beste Person für diese wichtige Aufgabe, Anna. Ich fühle mich jetzt viel besser auf das Treffen vorbereitet. Ich helfe dir morgen beim Aufbau des Projektors. Lektion 19. Bildunterschriften. Diese Bilder aus den Bergen sehen wirklich unglaublich und klar aus. Ich möchte sie mit unseren Freunden und unserer Familie teilen. Das ist ein toller Ansatz. Jeder wird sie gerne sehen. Hast du den Fotos schon Bildunterschriften hinzugefügt, John? Ich schrieb einen kurzen Satz über den wunderschönen Sonnenuntergang. Bildunterschriften helfen den Menschen heute, die Geschichte hinter dem Bild zu verstehen. Ich habe auch den Namen des Nationalparks hinzugefügt, den wir besucht haben. Sollen wir die Namen der Personen auf den Fotos angeben? Ja, es ist gut, unsere Freunde zu markieren, damit sie es sehen. Ich verwende gerne Worte, die beschreiben, wie ich mich damals gefühlt habe. Man sollte sagen, dass die Luft sehr frisch und kalt war. Ich möchte auch noch die lange Wanderung erwähnen, die wir beendet haben. Es war ein sehr schwieriger, aber auch sehr lohnender Tag für uns. Ich werde das Album jetzt auf meinem Profil veröffentlichen. Ich werde die Fotos sofort liken, nachdem du sie gepostet hast. Vielen Dank, dass du so ein guter Freund und Partner bist. Ich bin glücklich, dass wir diese Erinnerungen für immer bewahren können. Wir sollten schon bald mit der Planung unseres nächsten großen Abenteuers beginnen. Ich werde mir heute Abend ein paar neue Karten ansehen, Anna. Lektion 20. Verlorenes Gepäck. Ich habe gehört, dass Ihr Koffer nicht am Flughafen angekommen ist. Es war ein sehr stressiger Start in meinen Urlaub. Und es dauerte 2 Tage, es im System zu finden. Ich hatte große Angst, es nie wieder zu sehen. Musstest du dir in der Zwischenzeit neue Kleidung kaufen, Anna?
Ja, ich musste mir eine Zahnbürste und ein paar einfache Hände kaufen. Die Fluggesellschaft sollte die Kosten für diese notwendigen Artikel für Sie übernehmen. Ich habe alle Quittungen aufbewahrt, um ihm die Gesamtkosten zu zeigen. Wo war die Tasche, während Sie im Hotel gewartet haben? Es wurde versehentlich in eine andere Stadt am anderen Ende des Landes geschickt. Ich bin froh, dass die Flughafenmitarbeiter die Tasche schließlich gefunden haben. Es ist eine gute Lektion, immer ein zusätzliches Hemd einzupacken. Ich packe immer ein zusätzliches Set Kleidung in mein Handgepäck. Das ist eine sehr kluge und sehr praktische Art zu reisen. Jetzt haben Sie Ihr Gepäck und können endlich genießen. Ich fühle mich viel besser jetzt, wo ich meine eigenen Sachen habe. Wir sollten in deinem neuen Lieblingshemd einen Spaziergang machen. Es ist ein wunderschöner Tag, um gemeinsam die Straßen der Stadt zu erkunden. Ich warte nun, bis du dich umgezogen hast. Lektion 21. Chicken Tikka. Das war eine der besten Mahlzeiten, die ich je gegessen habe. Ich habe die verschiedenen Gewürze im heutigen Essen sehr genossen. Ich habe ihr geschmackvolles Chicken Tikka Masala probiert und war total begeistert. Das klingt köstlich. Ich habe probiert und die Soße hat mir gut geschmeckt. Das Brot war auch sehr warm und sehr weich, Anna. Ich glaube, es heißt in ihrer Landessprache Nammbrot. Ich werde ganz bestimmt sehr bald wieder in dieses Restaurant kommen. Wir sollten nächste Woche unsere Freunde hier zum Abendessen einladen. Nächstes Mal möchte ich das scharfe Lamm Gori probieren. Ich bleibe bei den Gemüsegerichten, weil sie gesund sind. War Ihnen das Essen zu scharf? Nein, es war genau richtig und hatte viel Geschmack. Der Service war außerdem sehr schnell und die Leute waren freundlich. Ich werde heute Abend eine sehr positive Rezension im Internet schreiben. Das wird andere Menschen helfen, dieses tolle Restaurant zu finden. Ich bin sehr satt und fühle mich gerade sehr glücklich. Ein gutes Essen ist ein wunderbarer Tagesabschluss. Lasst uns zu Fuß nach Hause gehen. Das hilft unserer Verdauung ein wenig. Ich werde die Panoramastraße durch den Hauptpark nehmen. Lektion 22. Oh, komische Videos. Ich verbringe zu viel Zeit damit, Videos auf meinem Handy anzusehen. Im Internet gibt es so viele lustige Dinge zu sehen. Hast du in letzter Zeit welche gut gesehen? Anna, erzähl mir. Ja, ich habe letzte Woche einen Okomischen mit einer Katze gesehen. Was war an der Katze in dem Video so lustig? Es versuchte, einen Vogel auf dem Fernsehbildschirm einzufangen. Ich habe heute ein Video von einem Hund gesehen, der Klavier spielt. Tiere tun oft die unerwartetsten und lustigsten Dinge. Das ist eine gute Möglichkeit, nach einem sehr langen Tag zu lachen. Ich mag auch Videos, in denen Leute verblüffende Zaubertricks vorführen. Ich frage mich immer, wie sie diese schwierigen und geheimen Tricks anwenden. Manche davon sind sehr raffiniert und sehr schwer zu erklären. Wir sollten heute Abend unsere Lieblingslinks miteinander teilen. Ich schicke dir jetzt das Bild mit dem tanzenden Baby. Das ist ein Klassiker und bringt mich immer zum Lächeln. Lachen ist die beste Medizin für einen müden und überlasteten Geist. Ich stimme zu, dass wir mehr Humor in unserem Alltag brauchen. Ich suche später noch mehr lustige Clips für euch heraus.
Ich bin gespannt, was du herausfinden wirst, Anna. Lektion 23: Termine festlegen. Wir müssen die genauen Tage für unsere Reise festlegen. Die meisten unserer Freunde haben in der zweiten Juniwoche Zeit. Super, sobald die Termine feststehen, können Sie mit der Buchung beginnen. Ich werde die Preise für Hotels und Flüge überprüfen. Wir sollten in einer Unterkunft in der Nähe des Zentrums bleiben. Wenn wir die Unterkunft frühzeitig buchen, sparen wir eine Menge Geld, John. Sollen wir 3 Zimmer oder eine sehr große Suite buchen? Eine große Suite wäre für die ganze Gruppe unterhaltsamer. Ich werde alle bitten, ihre Anzahlung bis Freitagmorgen zu leisten. Es ist wichtig, das Geld zu haben, bevor wir irgendetwas bezahlen. Ich werde ein gemeinsames Dokument für all unsere Reisepläne erstellen. Jeder kann die Orte hinzufügen, die er in der Stadt besuchen möchte. Das ist eine sehr faire und sehr gut organisierte Art zu planen. Wir sollten uns auch einen passenden Mietwagen aussuchen. Ich werde nach einem kleinen Bus suchen, der Platz für 6 Personen bietet. Ich freue mich riesig auf diese Reise mit all unseren Freunden. Es wird ein Sommer sein, an den wir uns immer erinnern werden, Anna. Vielen Dank, dass Sie die Leitung dieses großen Projekts übernommen haben. Ich werde jetzt die endgültigen Termine im Gruppenchat veröffentlichen. Lektion 24: Unternehmenskultur. Sie haben zahlreiche Exemplare Ihres Lebenslaufs für die Messe vorbereitet. Ich möchte bei den Managern einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Denken Sie daran, während Ihres heutigen Kurzvortrags interessante Fragen zu stellen. Welche Fragen hören Personalvermittler gerne, John? Erkundigen Sie sich nach der Unternehmenskultur und den Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Das zeigt, dass ich lange bleiben möchte. Sie können auch nach den täglichen Aufgaben dieser Position fragen. Ich möchte wissen, ob Sie spezielle Schulungsprogramme anbieten. Die meisten großen Unternehmen möchten ihren Mitarbeitern helfen, sich weiterzubilden. Soll ich schon beim ersten Treffen nach dem Gehalt fragen, John? Nein, es ist besser, damit bis zum zweiten Vorstellungsgespräch zu warten. Ich werde mich auf meine Fähigkeiten und meine Leidenschaft für die Arbeit konzentrieren. Seien Sie selbstbewusst und sprechen Sie mit deutlicher und lauter Stimme. Ich werde morgen auf dem Jahrmarkt mein bestes Business-Outfit tragen. Sie sind ein sehr aussichtsreicher Kandidat für jede dieser Stellen. Ich hoffe, ich finde eine Stelle, die mir wirklich Freude bereitet. Ich helfe dir jetzt noch einmal, deine Einleitung zu üben. Du bist mir eine sehr hilfsbereite und unterstützende Freundin. Ich wünsche mir, dass du auf deinem gewählten Karriereweg Erfolg hast. Lektion 25: Gesunde Bewegung. Ich fühle mich heute Morgen nach meinem langen Lauf sehr energiegeladen. Ich fühle mich immer sehr müde, wenn ich morgens zur Arbeit aufwache. Ich beginne meinen Tag jeden Morgen mit etwas Sport. Das klingt gesund, das sollte ich mal ausprobieren, um meine Stimmung zu verbessern. Sie können mit einem kurzen Spaziergang in Ihrer Nachbarschaft beginnen. Hilft es Ihnen, schneller wach zu werden als Kaffee? Ja, die frische Luft ist für mich besser als jedes Koffein. Ich werde morgen früh versuchen, 15 Minuten zu spazieren, John. Sie werden schon bald einen großen Unterschied in Ihrem Energieniveau bemerken.
Ich verbringe meine Morgenstunden normalerweise damit, im Bett auf mein Handy zu schauen. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit, die den Geist ermüdet. Ich werde mein Handy heute Abend im anderen Zimmer lassen. Das ist ein sehr kluger Schachzug für einen besseren Schlaf. Ich möchte mich genauso glücklich und stark fühlen wie du. Es braucht nur ein bisschen Disziplin jeden einzelnen Tag. Ich werde mir dieses Wochenende im Einkaufszentrum neue Laufschuhe kaufen. Ich kann Sie begleiten und Ihnen bei der Auswahl des besten Paares helfen. Vielen Dank, dass Sie einen so positiven Einfluss auf mein Leben hatten. Ich rufe dich morgen an, um zu sehen, ob du deinen Spaziergang gemacht hast.